Du bist Immobilienmakler und stehst vor einer exklusiven Luxusimmobilie und dein CRM-System lässt dich mal wieder im Stich, kostet dich Zeit, Geld, Kunden. Du hast genug von umständlicher Objekterfassung, die dein Geschäft bremst. Die Organisation intern und die Kommunikation mit dem Kunden braucht dringend ein paar Upgrades. Dann bleib dran und ich zeige dir, wie eine App für deine Kunden oder Mitarbeiter dein Maklergeschäft revolutionieren kann. Mein Name ist Patrick Beck von Rescale Consulting und ich helfe Unternehmen bereits seit 20 Jahren, Prozesse zu optimieren und zu digitalisieren. Ich bin Experte für, sagen wir, Prozessoptimierung für individuelle Softwarelösungen, unter anderem auch in der Immobilienbranche, in der Baubranche, im E-Commerce. Habe selbst auch mehrere Unternehmen gehabt und habe daher nicht nur den Blick für die IT, sondern auch für das Unternehmerische. Schauen wir uns mal den Ist-Zustand an. Grundsätzlich haben die meisten Standardsoftwares bestimmte Prozesse und bestimmte Funktionalitäten, die einfach extrem ineffizient sind, auch wenn sie einen großen Funktionsumfang haben. Und das führt meist zu sehr großer Frustration und dazu, dass man Dinge parallel oder auf anderen Weisen organisiert. Das führt aber auch eben zu Fehlern, weil man natürlich bestimmte cross-mediale Nutzung hat. Bedeutet, wenn man natürlich etwas in der Excel-Tabelle schreibt, während die anderen Informationen im CRM sind, dann hat man natürlich eben diesen Gap dazwischen, dass man Informationen manuell synchronisieren muss. Grundsätzlich wollen wir das eben vermeiden, weil diese manuelle Nachbearbeitung, die kostet eben Zeit und Geld und im schlimmsten Fall auch Kunden, die man nicht mehr zurückbekommt, wenn es gravierende Fehler gibt. Und generell sind natürlich Kunden von Premium-Immobilien eher schneller genervt, was dich dann auch wieder Zeit kostet, weil du diese nicht gewinnen oder auch nicht exklusiv gewinnen kannst, wenn du damit nicht überzeugst. Schauen wir mal, was du verbessern kannst. Gehen wir mal zu der Objekterfassung. Gehen wir davon aus, du gehst zum Kunden und nimmst dort die Immobilie auf. Im schlimmsten Fall wirst du diese auf Papier aufzeichnen, wirst deine Notizen machen, das Formular ausfüllen, dann wieder ins Büro gehen, dort ins CRM eintragen und die ganzen Informationen übertragen. Dann müssen natürlich noch die ganzen Fotos übertragen werden von möglicherweise deinem Handy oder der externen Kamera, um dann die ganzen Informationen zu übertragen und dem Kunden auch sein Angebot zuzusenden. Eine App kam bisher nicht in Frage, weil es ja nicht überall Internet gibt. Jedenfalls nicht in allen Gebieten, wo auch sich deine Immobilien befinden, die du bedienen möchtest. Ein geführter Prozess mit dem Kunden bleibt dir also weitestgehend vorenthalten. Und eigentlich wäre es ja cool, wenn man mit dem Kunden sitzen könnte, würde sich besprechen und würde sagen, hier, lass uns den Prozess durchgehen, wir haben hier die App, wir nehmen die Sachen durch und können einfach live miteinander in Kommunikation diese Sachen aufschreiben. Am besten sogar noch, wenn diese per Stimmerkennung zuhört, bestimmte Dinge mit aufnimmt, vorausfüllt und du halt nicht mehr diesen manuellen Aufwand hast, wirklich alles manuell durchzuklicken. Das heißt, im Prinzip sollte diese Objekterfassung wie ein Kinderspiel werden, bei der am Ende nur noch die Ausnahmen, die man nicht alle besprochen hat, mit ausfüllen muss, die erkannt werden, die dann ergänzt werden. Im Prinzip die perfekte Eingabe mit dem Kunden. Und am besten ist es auch, wenn du mit deinem Handy durchgehen kannst, noch die richtig guten Fotos machen kannst, die zumindest genügen, um da nochmal entweder mit einem Fotografen reinzugehen oder, wir gehen gleich später noch drauf ein, die VR- oder 3D virtuellen Rundgänge anfertigen kannst. Sei es erstmal dahingestellt. Wichtig ist aber, dass die Subjekterfassung eben einen guten Prozess hat, dass sie alle Daten aufnimmt, egal ob du jetzt gerade an dem Ort Internet hast und dass sie sich, sobald du eben wieder Netz hast, auch synchronisiert, sodass auch diese Informationen wieder in ein zentrales System reinführen oder auch direkt mit deinem CRM oder deiner Immobiliensoftware synchronisiert werden, sodass du dann eben genau die Kundendaten, die du gerade erfasst hast, auch wieder dort reinbekommst, ohne eben das Problem, wieder einen Medienbruch zu haben und mal Daten erfassen zu müssen. Limitiere dich nicht durch dein CRM. In der Regel haben diese Schnittstellen, sodass man nicht gleich das ganze CRM wechseln muss, wenn man ein paar Funktionalitäten erweitern möchte. Es kann sinnvoll sein, das CRM trotzdem zu wechseln, weil es vielleicht nicht mehr State of the Art ist. Oft ist es aber so, dass sich erstens natürlich man selbst daran gewöhnt hat oder auch die Mitarbeiter daran gewöhnt haben. Das heißt, der Wechsel meist auch so ein bisschen subjektiv eingefärbt ist, wenn man denn das wirklich in Angriff nehmen wollen würde. Man muss es ja nicht, um bestimmte Dinge trotzdem zu verbessern. Bedeutet,
wenn man ein System davor setzt, das mit dieser Anwendung synchronisiert und viele Anwendungen sind eben kompatibel und dann die Möglichkeit hat, trotzdem individuelle Systeme vorher zu schalten, um die Dinge auszugleichen, die eben das System nicht gibt, wie eben ja, die individuelle Eingabe. Man kann aber auch hintenrum in der Verarbeitung bestimmte Dinge erkennen lassen und weiterverarbeiten lassen. Bedeutet, nachdem praktisch die Daten in dem System sind oder dort geändert wurden, dass man dort noch einmal Synchronisation und Erkennung aktiviert. Dies ermöglicht, hintenrum Daten weiter zu veröffentlichen, weiter zu verarbeiten, zu aktualisieren und weitere Automationen anzustoßen, wie man das auf viele verschiedene Weisen eben tun kann. Und das eröffnet uns letztlich ja auch einen ganz anderen Horizont an Möglichkeiten, mit dem wir dann also deine Prozesse optimieren können, basierend darauf, was du aktuell machst und welche Möglichkeiten du gerne noch nutzen möchtest. Punkt 3: schickere Präsentationen. Wir gehen also mal auf den Punkt ein, vielleicht nicht nur Fotos und Videos zu präsentieren, die auch in einer hohen Qualität schon sehr, ja, sage ich mal, sehr interessant sein können. Aber gerade wenn du eine größere Immobilie hast, in denen es auch darum geht, diese Immobilie mehr zu fühlen und mehr, sage ich mal, wirklich einen 360-Grad-Blick zu haben, kommen wir ja um 3D-Rundgänge nicht drum herum. Das heißt, wir brauchen wirklich spezielle Kameras, die diese 3D-Fotos machen. Klar, ein iPhone kann das in gewissem Maße, aber nicht in der Qualität, in der es deine Kunden erwarten. Und wenn man diese 3D-Rundgänge hat und vielleicht sogar auch kontinuierlich geführt, sodass man wirklich, wir sprechen davon von Technologien, die, ja, sage ich mal jetzt, mehr und mehr auch im Konsumermarkt sogar ankommen, wie LiDAR. Das ist ja sozusagen die Erkennung von dem Raum durch Lichtreflexion, durch wie Laser im Prinzip. Und dann kann man auch damit sehr gute 3D-Umgebungen erkennen, gestalten und damit es ermöglichen, dass der Kunde letztlich entweder wenn er zu Hause am Rechner sitzt und selbst eine VR-Brille hat oder wenn er, sage ich mal, mit dir im Büro sitzt, die Brille aufsetzen kann und sich im Raum komplett bewegen kann. Das ist eigentlich schon eine sehr schöne Sache, die besonders im Premium-Segment sehr angenehm ist, wenn man sich wirklich mal den gesamten Komplex ansehen möchte, auf den man sonst eben nicht so direkt Zugriff hätte oder sich sogar verlaufen würde. Es gibt ja nichts Schlimmeres, wenn man nicht mal irgendwie dann sich durch den Grundriss klicken kann, um dann praktisch wieder an dem richtigen Ort halt aufzutauchen und sich einen Blick davon verschaffen zu können, wie sieht es wirklich in real aus, wie komme ich vom Schlafzimmer zum Pool, wie ist sozusagen die Einfahrt arrangiert, in welchem Winkel steht was. Das sind interessante Perspektiven, in die man sich gerne in den Kunden versetzen möchte und denen einen besseren Service bieten möchte. Und da bieten eben solche Lösungen so etwas. Und das dann auch in die Webseite zu integrieren, ist dann der nächste Punkt, um da eine einfachere Zugreifbarkeit auf diese Premium Immobilien auch zu ermöglichen. Und diese können auch natürlich via Kundenportal nur bestimmten Kunden freigeschaltet werden. Das ist nämlich der nächste Punkt. Wie können wir die Webseite und deine Online-Präsentation vor allem auch im Marketing optimieren? Das heißt, wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, über die Objekterfassung, über wie wir dann interne Prozesse verbessern, aber auch in der Außenpräsentation kannst du sehr viel tun, was zum einen natürlich ja, klassische Themen wie Geschwindigkeit, Auftreten, Hochwertigkeit deiner Webseite angeht, was auch ein sehr wichtiger Punkt ist, wenn man, sage ich mal, hochwertige Immobilien vermitteln möchte. Aber auch die daran hängende Lead-Generierung ist natürlich ein Faktor. Das heißt, wie kannst du aus diesen wertvollen Besuchern auf deiner Webseite auch Kunden generieren? Das heißt, wir können auch vielleicht Premium-Immobilien, die du ausgeschrieben hast, einen automatischen Formular oder auch sogar einen Chatbot halt initiieren, der mit dem Kunden über die Bedürfnisse, über die individuellen Fragen, die es gibt,
chatten kann, die auch vielleicht zu dieser Immobilie vorliegen. Und wir unterscheiden auf der einen Seite zwischen denen, die wir offiziell rausgeben und den anderen, die wir praktisch nur über eine Terminvereinbarung herausgeben. Das lässt sich dann auch entsprechend steuern, sodass wir dann für bestimmte Informationen über den Chatbot an die Kontaktdaten des Interessenten kommen und diesen praktisch dann auch kontaktieren und einladen können oder anrufen können, um mit denen weitere Schritte durchzugehen. Und natürlich nützen dir diese neuen Medien dann, wenn wir beispielsweise mal von auch den 3D-Fotos und den erweiterten Sachen ausgehen, auch um Marketing und dann noch einmal hinzugehen, Social-Media-Marketing zu betreiben, Instagram-Marketing zu betreiben, Videos davon zu erstellen aus verschiedenen Perspektiven, in denen man sich führen lässt, um dann praktisch noch besser, automatisierter, im Sinne auch individueller über nicht nur Chatbots, sondern auch über die effizienteren Möglichkeiten, die wir geschaffen haben, die Arbeit zu erledigen, mehr Zeit für den Kunden nehmen zu können und damit auch einen besseren Service leisten zu können und mehr Abschlüsse zu erreichen. Also was, wenn du diese Lösungen nicht verfolgst, wenn du dich nicht um eine effizientere Abwicklung deiner internen Prozesse kümmerst, wenn du dich nicht um eine bessere Präsentation deiner Immobilien kümmerst, dann wirst du mittel- oder langfristig auf jeden Fall sehr viel Zeit und auch Geld verlieren. Und deine Konkurrenz schläft nicht, die nutzt bereits effizientere Technologien. Und die Kunden haben deshalb immer mehr steigende Erwartungen an den Makler, der die Immobilien präsentiert. Auch insbesondere die Besitzer, aber auch natürlich die Käufer, die du doch auch verschrecken könntest mit ineffizienten oder sage ich mal, ja, nicht ganz so bequemen Möglichkeiten, die es geben könnte. Deshalb lade ich dich ein, deine Situation individuell zu analysieren. Wir bieten dazu auf rescale.ch ein Formular an, in dem du dich für ein kostenloses Strategiegespräch melden kannst. Dann werden wir beide miteinander sprechen, deine Ist-Situation analysieren, schauen, wo möchtest du mit deinem Unternehmen, deiner Digitalisierung hin und können dann individuelle Ansätze besprechen. Ich kann dir direkt Lösungen in die Hand geben, die dein Business voranbringen können, deine Makleragentur, dein Immobilienmaklergeschäft und werde dir dann Möglichkeiten geben, wie du dein Geschäft voranbringen kannst. Wenn du jetzt nichts unternimmst, riskierst du weiterhin Zeit und Geld zu verlieren. Deine Konkurrenz nutzt bereits diese Technologien und gewinnt Kunden, die du haben könntest. Erwartungen der Kunden steigen und die Frage ist, bist du bereit, diesen gerecht zu werden? Jeder Immobilienmakler oder jedes Immobilienmaklerunternehmen ist einzigartig. Lass uns gemeinsam herausfinden, wie eine individuelle App deine Prozesse optimieren kann. Klicke jetzt auf den Link oder gebe ein www.rescale.ch, trage dort deine Kontaktdaten ein und eine Beschreibung über möglicherweise dein Vorhaben oder einfach ein generelles Interesse und verarbeite ein kostenloses Strategiegespräch mit mir. Zusammen machen wir dann dein Geschäft fit für die Zukunft. Wenn dir das Video gefallen hat, lass ein Like da, abonniere den Kanal und bis zum nächsten Video.